Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, September 1942. Der September bereitet uns schon auf den nahenden Winter vor. Der Jahreswechsel 1941-42 war schon bitterkalt und ich würde mir wünschen, dass wir auch in diesem Winter einigermaßen gute Quartiere bekommen. Aber erstmal hoffe ich auf Heimaturlaub, damit ich endlich Gudrun zum Traualtar führen kann. Ich hatte unseren Zugführer schon vor einigen Tagen um eine Woche Fronturlaub gebeten und er war sich nicht sicher, ob es klappen würde. Keine Leute mehr, der Russe drückt überall und jeder Mann wird gebraucht. Aber er hatte versprochen, sich zu kümmern und vielleicht habe ich mir den Urlaub ja auch verdient. Unser Panzer III steht in der Instandsetzung und meine Besatzung, es ist ja eigentlich nicht meine Besatzung, aber ich bin nun mal als Kommandant eingesetzt, wurde auf andere Fahrzeuge verteilt und steht am Feind. Ich hätte als Richtschütze wieder einsteigen können, aber in der Abteilung wurde gesagt, dass die Kommandanten ohne Panzer als letzte Reserve zurückbehalten werden. In der Werkstatt schaue ich mir die Reparaturarbeiten an und muss feststellen, dass sich der Zug hier gut eingerichtet hat. Eine alte Maschinenhalle mit entsprechenden Kränen wurde übernommen und das macht die Reparatur leichter. Der Panzerturm soll in Kürze gewechselt werden, aber scheinbar hat der Motor auch Probleme und muss nochmal instand gesetzt werden. Ich ertappe mich dabei, wie ich immer wieder am Panzer IV lang stehe und mir die mächtige Kanone anschaue. Das Kaliber mit einer Rohrlänge von über 3 Metern, das macht schon ordentlich Eindruck auf die Russenpanzer. Da kann man auch mal auf Entfernung draufhalten, ohne sich selbst oder den Panzer in Schussentfernung zu bringen. Wobei die T-34-Kanone mit seinen 76 mm auch nicht von schlechten Eltern ist. Aber aus all den Einsätzen kann man sagen, dass die russischen Panzerbesatzungen wirklich nicht gut ausgebildet sind. Fahren wild drauf los, schießen auf alles, was sich bewegt, überrollen in der Regel auch alles, was ihnen unter die Ketten kommt und fahren, bis der Sprit oder die Munition alle ist. Da erkennt man keine geordneten Angriffsreihen oder koordinierte Schwerpunkte als Stoßkeil in einem Frontabschnitt. Da wird einfach drauf losgefahren und wenn es dann schief geht, ja, dann kommt ein neuer Panzer hinterher. Ich verbringe meine Zeit bei der Werkstatt oder beim Stabszug. Schnappe hier und da Informationen auf und hoffe, dass meine Jungs heil zurückkommen. Nach 2 Tagen soll ich zum Spieß kommen und ich mache mich schleunigst auf den Weg. In der Schreibstube muss ich länger warten, weil die sich gerade mit den Verlustlisten beschäftigen und alle Briefe in die Heimat auch entsprechend schreiben müssen. Nach einer Weile holt mich der Spieß zu sich und erklärt mir, dass der Kompaniechef mir 10 Tage Urlaub genehmigt hat. Ich freue mich wie Bolle und mache mich gleich ans Packen. Ich weiß aber auch, dass ich mindestens 3 Tage brauche, bis ich zu Hause bin und dann wieder 3 Tage, um zurück an die Front zu kommen. Wenn alles gut klappt, bleiben mir 4 Tage zu Hause in der Heimat. Aber das sollte reichen. Schnell lasse ich ein Telegramm in die Heimat aufsetzen, dass ich in 3 Tagen daheim sein werde und wir dann endlich im Urlaub heiraten können. Als ich mein Zeug zusammen habe, verabschiede ich mich noch von den Kameraden, die gerade nicht am Feind sind, und besorge mir eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten Bahnhof. Erstmal wieder Richtung Scharkow kommen und von dort aus dann heim ins Reich. Es klappt überraschend gut. In Mostok erwische ich einen Tross-LKW, der mich fast 80 Kilometer bis zum nächsten Knotenpunkt bringt. Dann nochmal 40 Kilometer weiter und ich kann am Bahnhof einen Zug Richtung Charkow erwischen. Über kleine Ortschaften geht die lange Reise, aber ich bin guter Dinge, dass ich schnell wieder in der Heimat bin. Ich habe viel Zeit, die letzten Monate nochmal zu überdenken. Es ist ja wieder viel passiert und ich frage mich manchmal, ob das ewig so weitergehen soll. Wann ist dieser Krieg vorbei und wann sind wir wieder in der Heimat? Heimat. Ein normales Leben zu Hause mit der Familie. Einen normalen Beruf ausüben. Eine Familie gründen und am Sonntag in die Kirche gehen. Das wäre fein. Eine Arbeit ausüben, die einem das Auskommen sichert
und auch mal in den Urlaub fahren lässt. Ja, aber das wird schon noch kommen, wenn wir den russischen Bären endlich niedergerungen haben. Tag und Nacht verbringe ich auf den Gleisen, auf dem Weg in die Heimat. Und am 3. Tag bin ich tatsächlich zu Hause. Am Bahnhof warten schon die Eltern und Freunde auf mich und auch Gudrun. Wieder in meiner schwarzen Panzeruniform bin ich natürlich eine Augenweide für die Hitlerjungs, die mich mit 1000 Fragen schlichtweg bombardieren. Endlich habe ich alle begrüßt und kann meine Gudrun lange im Arm halten. Wie ich das vermisst habe. Die Wärme ihres Körpers, das Parfum, der Duft der Haare. Ich bin hin und weg. Freudig erzählt mir meine Mutter, wie glücklich sie ist und dass das Aufgebot schon steht. In 2 Tagen wird in der Dorfkirche geheiratet und das Fest ist auch schon organisiert. Das ist hier wie die Kameradschaft an der Front. Es wird sich gekümmert. Ich brauche mir nun nicht viele Gedanken zu machen. Alles geht seinen Weg. Etwas Geld hatte ich gespart für die Hochzeit, aber mein Vater und mein zukünftiger Schwiegervater wollten sich um alles Finanzielle kümmern. Aber als Gegenleistung wollen sie auch bald Enkelkinder sehen. Da werde ich sie nicht enttäuschen. Lange sitzen wir mit der Familie zusammen und die eine oder andere Flasche Wein geht über den Tisch. Es sind so viele Fragen, wie es im Osten steht, wie der Krieg verläuft, was die glorreiche Panzerwaffe für Erfolge feiert. Aber es sind auch einige dabei, die erzählen schon, wer alles gefallen ist. Ich mag dazu nichts sagen, denn ich sehe den Tod täglich von meiner Optik aus oder aus der Kuppel heraus. Der Tod ist allgegenwärtig und das Sterben, das gehört dazu. Natürlich ist das in der Heimat ein anderes Thema. Hier sieht man die Todesanzeigen der Kameraden mit ihren Bildern und dabei steht dann auch, in welcher Einheit sie waren. Auch sieht man immer wieder hochdekorierte Männer, die gefallen sind. Immer eine Tragödie und ich bin froh, noch immer fast in einem Stück zu sein. Aber auch mit etwas Schnaps lasse ich mich nicht dazu hinreißen, die Wahrheit an der Front zu erzählen. Spät abends geht es dann endlich zu Bett. Trotz der Strapazen fühle ich mich wohl und eine innere Ruhe überkommt mich. Kein Geschützdonner, keine Flugzeuge oder Panzerkanonen, die mich aus dem Schlaf reißen. Ich bin zu Hause. Gudrun hat in ihrem großen Elternhaus eine kleine Wohnung oder eher einen Wohnbereich für sich und ich darf hier bei meiner Verlobten übernachten. Nach einer wundervollen Nacht geht der Tag gleich los mit den Hochzeitsvorbereitungen. Meine Uniform geht in die Reinigung, die Stiefel werden von den Nachbarjungs auf Hochglanz poliert und ich habe etwas Zeit für mich. Ich besuche meine Schwester Hilde im Nachbarort. Sie war zu meiner Begrüßung zwar dort, aber nur ganz kurz. Ihr Mann, mein Schwager Willibald, ist vor 2 Wochen gefallen und ich möchte ihr doch etwas Trost spenden. Willibald, oder Willi, wie wir ihn genannt haben, war Fallschirmjäger und hat Holland und Kreta mitgemacht. Ein Teufelskerl und ein echter Draufgänger. Nach dem, was wir wissen, muss er zuletzt in Afrika gewesen sein und dort hat ein Bombenangriff ihm sein Leben genommen. Nun sitze ich hier bei meiner Schwester, die nicht mehr die Alte ist. Der Trauerschmerz nagt schwer an ihr und ich glaube, das wird eine lange Zeit brauchen, bevor sie wieder lächeln kann. Viele liebe Menschen werden aus den Familien gerissen und geben ihr Leben für das Vaterland. Alles in der Hoffnung, damit die Lieben in der Heimat geschützt werden. Aber das bringt ihr den Willibald auch nicht wieder. Wir reden viel und lange über die vergangene Zeit und über die Freude, die uns der Willi mit seinen Späßen immer brachte. Ich kann sie dann endlich überreden, doch bei der Hochzeit am morgigen Tag dabei zu sein. Am Abend gibt es noch einen kleinen Junggesellenabschied, der nicht ganz so feuchtfröhlich wird wie geplant. Ich möchte nicht mit dickem Kopf der Gudrun mein Ja-Wort geben müssen. Also wird am frühen Abend der lustige Abschied beendet und ich mache mich wieder auf zu meiner Gudrun. Sie fragt mich kaum nach meinen Erlebnissen an der Front. Sie weiß, dass ich schon was erzählen werde, wenn ich soweit bin. Aber das hat alles nun keinen Platz hier. Der Krieg hat keinen Platz hier. Und ich möchte die kurze Zeit in der Heimat einfach nur genießen.
Am nächsten Morgen entschwindet Gudrun, um in ihr Brautkleid zu schlüpfen. Meine Uniform ist auf Vordermann gebracht worden und ich komme geschniegelt und gestriegelt in meinem Elternhaus an. Nun ein ernstes Gespräch mit meinem Vater. Er wird mir noch ein paar gute Ratschläge mitgeben wollen. Sei immer der Mann im Haus. Zeige keine Schwäche. Kinder sind Frauensache. Die Familie geht über alles. Und noch einiges mehr. Mein Vater als Weltkriegsveteran hat eben seine eigene Sicht auf die Dinge und ich respektiere das. Aber ich denke, ich werde meinen eigenen Weg schon finden. Trotzdem bedanke ich mich für den väterlichen Rat und sehe seine mit Stolz erfüllten Augen, als er erst meine Orden, dann meine Uniform und dann mich selbst anschaut. Er legt mir zum Abschied die Hand auf die Schulter und meint, dass er sehr stolz auf seinen Sohn sei. Ich bin gerührt, das zu hören und auch glücklich über das, was er mir gesagt hat. Dann muss ich zu meiner Mutter, die mir sicherlich auch ein paar warme Worte mitgeben will. Ich sitze mit ihr in ihrem Nähzimmer und wir trinken Kaffee. Sie sagt lange nichts und schaut mich nur an. Dann fragt sie mich, wie es mir ginge. Ich lächle zurück und sage, dass es mir gut gehe und ich bald schon ein glücklicher Ehemann sein werde. Sie lächelt nicht. Eine lange Pause entsteht, bei der ich mich nicht wohlfühle. Nun fragt sie mich noch einmal, wie es mir gehen würde. Jetzt weiß ich auch, was sie meint. Wie es um meine Seele bestellt ist, nach all dem, was ich gesehen und getan habe. Sie rückt nah an mich heran, nimmt meine Hände in die ihren und hält mich fest. Wir schweigen. Meine Mutter schaut mich an und ich weiß, dass sie in meinen Kopf schaut. Ich kann ihr nichts vormachen. Sie weiß es. Sie weiß, dass ich innerlich zerrissen bin und mein blutiger Körper eigentlich in 1000 Fetzen über dem russischen Boden verteilt ist. Sie weiß, dass ich abgestumpft bin und so viele Feinde getötet habe, dass es für 100 Leben reichen würde. Sie sieht den Schmerz, den ich verspürt habe bei jedem gefallenen Kameraden an der Front. All das sieht sie in meinen Augen. Und dann kann ich mich nicht zurückhalten. Tränen laufen mir die Wangen runter und meine Mutter nimmt mich in den Arm und hält mich fest, so fest wie den kleinen Jungen, den sie auf ihrem Arm getragen hat, wenn er mal hingefallen ist. Ich weine und weine, sage Namen und Orte, wo schlimme Dinge passiert sind, fürchterliche Dinge, die nun alle in mir aufsteigen. Wie ein großer Stahlkasten, den man öffnet, wallen die Gefühle aus mir heraus. All die Monate an der Front habe ich es nun in mich hineingefressen und es gab keine Möglichkeit, es herauszulassen. Aber nun ist es raus. Langsam fange ich mich wieder und ich löse mich von meiner Mutter. Sie nimmt ein Taschentuch und trocknet meine Tränen. Das war gut so, meinte sie. Nun kannst du deine Gudrun heiraten. Sei ein guter Mann und komme immer wieder nach Haus. Das gibt sie mir mit auf den Weg. Dann entlässt sie mich in die Hände einer anderen Frau, die nun an meiner Seite stehen soll. Ich gehe hinaus. Raus durch die Hintertür, um noch ein wenig allein zu sein. Ich setze mich in den Garten auf die alte Bank und starre in den Himmel. Alles ist gut. Alles wird gut. Es wird Zeit. Die Kirche wartet. Gudrun wartet. Nur der Krieg, der muss noch warten.